In diesem Video erfahren Sie alles rund um Viren und Pilze. Los geht's! Es gibt verschiedene Mikroorganismen. In der Zahnarztpraxis sind Bakterien und Viren besonders wichtig, selten auch Pilze. Schauen wir uns als erstes die Viren an. Was sind Viren? Viren sind viel kleiner als Bakterien. Sie bestehen nicht aus einer Zelle, sondern aus Erbmaterial, das von einer Hülle, einem Eiweißmantel, umgeben ist. Viren sind pathogene Mikroorganismen, also solche, die uns krank machen. Viren sind keine Lebewesen. Das erkennt man an 2 Merkmalen. Sie haben zum Beispiel keinen Stoffwechsel, also keinen eigenen Weg, um Stoffe aufzunehmen, zu verwandeln und Abfallprodukte loszuwerden. Deshalb kann man Viren auch nicht auf einem Nährboden anzüchten. Außerdem können sich Viren auch nicht selber vermehren. Für den Stoffwechsel und für die Vermehrung brauchen Viren ein Opfer, das diese Aufgabe für sie übernimmt. Diese Opfer nennt man Wirtszelle. Viren dringen in diese Wirtszelle ein und nutzen sie. Diese Zellen werden Wirtszelle genannt, weil sie die Viren aufnehmen. Wenn ein Virus auf eine Wirtszelle trifft, lagert es sich an und dringt in sie ein. In der Wirtszelle lässt das Virus dann sein Erbmaterial frei. Das Erbmaterial wird in den Zellkern der Wirtszelle eingebaut. Dadurch verändert sich das Erbmaterial der Wirtszelle. Sie wird umprogrammiert und produziert jetzt Viren. Ihre eigenen Aufgaben kann die Zelle jetzt nicht mehr erfüllen. Danach, manchmal erst nach Monaten oder Jahren, stirbt die Wirtszelle ab und die neuen Viren werden freigegeben. Sie können jetzt neue Körperzellen infizieren, also anstecken. Einige Viren können auch für eine Weile ohne Wirtszellen überleben, zum Beispiel auf Gegenständen wie Instrumenten in der Zahnarztpraxis. Schauen wir uns als nächstes die Pilze an. Was sind Pilze? Pilze mit Fachwort Fungi sind Mikroorganismen, die 10-mal größer sind als Bakterien. Man kann sie in einem Lichtmikroskop sehen. Sie sind pflanzliche Lebewesen, die aus vielen Zellen bestehen und eine feste Zellwand haben, die sie beschützt. Sie ernähren sich von organischen Substanzen. Die meisten Pilze sind apathogen. Pilze sind normalerweise auf unserer Haut und unseren Schleimhäuten und machen uns nicht krank. Pilze vermehren sich durch Zellteilung oder durch Sporen. Diese Sporen darf man nicht mit den Sporen der Stäbchenbakterien verwechseln, die als Dauerform überleben können. Durch die Sporen von Pilzen können sie sich vermehren.